Good morning, everybody. Welcome to Transformation of Urban Landscapes. Today we have our final guest, and I'm very, very happy to welcome Sabrina Contratto, who will talk about density, mix, and quality. She will do so in German. I'm sorry for those who don't understand it. Und so wechsle ich auch auf Deutsch. Bevor ich aber Sabrina vorstelle und ihr die Bühne übergebe, I switch back into English because it's about the Semesterleistung. Don't leave. He does it, ciao. Okay. The Semesterleistung. We will be here next week, 20th of May, to answer all your questions and to discuss with you. A week later, we won't be here, you won't be here, the architects are in their critics week or whatever. So next week is really here for debate. We don't have a program. If you don't have any questions, you can stay at home. If you have any, you can come here. Okay? The deadline is still the 14th of June. You have to hand it in by email to Patricia Wepfer, who is sitting there, research assistant. And we will try, and there was an email from one person who asked when you can expect to have the marks. You can expect to have them about 10 days later. We will try and correct that stuff in the week of the 14th. And hand it back, is that true? Yes, the 24th. Give us maybe 2 or 3 days more, but that's more or less what you can expect. So if you have to plan your points or whatever for the progress of your studies, that's about what we can do for you. And I hope that's okay. So, und jetzt zum spaßigen Teil. Ich freue mich sehr, Sabrina hier zu begrüßen. Sabrina und ich haben uns das erste Mal getroffen als Assistenten bei Dietmar Eberle. Das ist ungefähr 17 oder 18 Jahre her. Ich war am Wohnforum und sie war Assistentin bei Dietmar. Sie hatte eigentlich vor, eine Karriere als Assistentin zu machen, wurde aber von Dietmar Eberle selber etwa nach 6 Monaten Assistenz abgeworben, um ein Büro Zürich mit aufzubauen für Baumschlager Eberle. Das hat sie äußerst erfolgreich getan und war in den letzten 17 Jahren Mitinhaberin und Leiterin des Büros, Standort Zürich von Baumschlager Eberle. Und bin überzeugt, dass etliche unter euch die Bauten kennen, die nicht zuletzt auch in der Agglomeration Zürich realisiert wurden. Architektin sein ist schon eine hohe Liga, aber Sabrina hat dieses Feld dann verlassen vor etwa 1,5 Jahren und ist selbstständig geworden mit einem Beratungsbüro, Cont S, mit dem expliziten Anspruch, anders über Räume, Atmosphäre, Städtebau, auch anders über Agglomerationen nachzudenken, eigentlich die Flughöhe zu ändern, nicht nur in Richtung Städtebau, sondern einfach in die Richtung der gesamten Komplexität von Raumentwicklung. Weshalb Sabrina hier ist zu dem Thema, das ich angekündigt habe, urbane Atmosphäre etc. Es ist so wichtig, dass wir in der Raumentwicklung uns ganz intensiv mit Qualitäten auseinanderzusetzen beginnen. Da haben uns die Architekten oft noch etwas vor im Vergleich zu den Leuten, die eher im Reismaster sitzen und vielleicht etwas mehr über Geodäsie gehört haben, aber weniger über Städtebau. Wir können und müssen einander gegenseitig helfen. Das Feld ist sehr, sehr multidimensional, sehr komplex. Und Sabrina Contratto wird heute über Dichte, Nutzung, Mix und vor allem eben auch Qualität sprechen. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag und auf die nachfolgende Diskussion.
bitte bereitet ein paar Fragen vor. Ich werde mir die Freiheit nehmen, jemand von euch zu picken, wenn niemand freiwillig kommt. Viel Spaß. Danke. Vielen Dank, Joris, für diese sehr netten Worte. Die Messlatte ist sehr hoch gesetzt. Ich begrüße Sie. Es macht mir eine sehr große Freude, dass ich diese Möglichkeit habe, heute bei Ihnen unsere Gedanken zu präsentieren. Insbesondere noch, eines habe ich gemerkt, am Anfang braucht es eine kurze Aktivierung. Wir werden nicht turnen miteinander, aber gedanklich eben schon. Deshalb 3 verschiedene Quiz an Sie, wo ich herausfinden möchte, wo Sie stehen. Und das erste Quiz geht um Raumplanung, das zweite geht um die Nutzung des Schweizer Bodens und die dritte um Städte. Also wahrscheinlich für jeden etwas da. Hier, es geht folgendermaßen. Ich drücke Start und dann kommen immer für 15 Sekunden kommt eine Frage mit 3 Antworten. Es ist ein Foto und Sie müssen sagen, welche dieser 3 Antworten stimmt für dieses Foto. Und Sie können reinrufen und der lauteste, den klicke ich dann an und entweder stimmt oder nicht. Es sind insgesamt 10 Fragen. Okay, sind Sie dabei? Gut. So, hopp, 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 10 Sekunden. Wir? Leider falsch. Nächste Frage. Noch? Wie? Komisch. Ja, würde ich jetzt auch meinen. Es sind übrigens jedes Mal wieder andere Fragen. Super. Super. Was jetzt? Wildtier oder Entsorgung? Schnell? Also, sie war schneller oder lauter? Häuserkampfanlage. Ich weiß nicht mal, was das ist. Also, 6 von 10. Okay, ist ein 4,5. Gut, also, jetzt muss ich da schnell das PDF. Gross machen, ist das Grüne? Oder auf Anzeige? Ah. Ich bin eben kein Apple, zu meiner Schande. Gut, also, schon mal nicht so schlecht. Jetzt eine nächste Frage. Ich nehme jetzt mal an, dass die Raumplaner das wissen. Wie sieht die Nutzung des Schweizer Bodens aus? Was glauben Sie, wie viel Prozent der Siedlungsfläche der Schweiz, also in Prozenten, ist Siedlungsfläche? Dazu gehören Straßen, Eisenbahnen, Häuser. Wie viel Prozent ist Wiese? Wie viel Prozent ist Wald und wie viel Prozent ist Gebirge, Seen? Die gehören zusammen. Siedlung. Wie viel Prozent schätzen Sie? Sonst wähle ich jemanden aus. 20? Wer bietet mehr oder weniger?
Noch jemand? Wie? 5. Nicht ganz 8%. Wenn ich in meinem Freundeskreis, die nicht aus dieser Branche kommen, frage, die sind all bei 40-50%. Das ist das, was man wahrnimmt. Man kann aber grundsätzlich zusammenfassend sagen, dass die Schweiz besteht ungefähr 1/3 aus Wiese und Ackerland, 1/3 aus Wald und 1/3 aus Gebirge und Seen und irgendwo dazwischen ist Siedlungsgebiet. Im Vergleich, Frankreich hat, glaube ich, 12%, Deutschland 14% und Europa 11%. Und trotz der ganzen Raumplanungsgeschichte oder Begrenzung, Siedlungsbegrenzungsdiskussion werden täglich 8 Fußballfelder bebaut. Nach wie vor in der Schweiz. Gut, dann, jetzt kommt es langsam, Sie merken es, vom Raumplaner langsam zum Städteplaner oder Architekten. Wie gut kennen Sie die Schweizer Städte? Also, links. Sehr gut. Rechts? Lausanne. Erkennen Sie es wegen dem Text, dem Hinweis oder wegen der Struktur? Links? Super. Rechts? Ja. Links? Non ci sono i ticinesi. Lugano. Rechts. Ja. Sind Sie ja von dort? Man hört es nicht. Okay, dann noch links. Okay, das so. Gut, Zürich, genau. Und rechts? Nein. Chur. Chur. Genau. Also mich persönlich, für mich sind das immer die schönsten Pläne, es ist für mich immer ein Kunstwerk. Also die sogenannten Schwarzpläne, da ist jetzt zwar Weißpläne. Und wie man einfach erkennt, zum einen die Zersiedlung, also jetzt rechts, wie das da sich auseinander plätschert und wo aber so die Altstadtkerne sind, oder? Da muss man keine Kenntnisse haben, das erkennt man. Und meistens sind es ja die Altstädte, die gut sind und sind auch die dichtesten Orte. Gut, also das als kleiner Einstieg und deshalb, jetzt müssen Sie nicht mehr viel antworten, jetzt rede ich mal ein bisschen, dass Sie sich entspannen können. Was macht denn eigentlich eine attraktive Stadt aus? Ich werde Ihnen jetzt eine Reihe von Bildern oder Inhalte zeigen und eventuell erkennen Sie für sich, ja, das stimmt, das trifft für mich zu, für mich nicht. Die Menschen haben unterschiedliche Lebensphasen und in gewissen Phasen sind andere Themen wichtig in einer Stadt, was sie attraktiv macht. Diese Themen sind aber, die ich Ihnen zeige, alle erfragt worden, also das kann man sagen, die sind so bestätigt worden, also es ist nicht von mir eine Empfindung. Also was macht eine Stadt attraktiv? Ist es die direkte ÖV-Anbindung, unglaublich schnell überall hin? Ist es die Gesundheitsinfrastruktur? Man hat einfach, oder generell die Infrastruktur, man ist eingebettet in einem System und man muss nicht lange, sogar ein Flughafen zum Beispiel, oder? Unglaublich attraktiv für einen Ort wie Stadt Zürich. Oder eine sehr gute Bildungsinstitution. Man wohnt und studiert am gleichen Ort. Die neue Einkaufsmöglichkeit, also ich kann alles in Fußdistanz erreichen. Ich könnte zwar Online-Shopping, aber weil ja alles in meiner Umgebung ist, ist das sehr attraktiv. Oder ist es das vielseitige Nachtleben? Das ist wieder eine andere Phase, die einem dann wichtiger ist. Also es hat Angebote, es ist was los, oder ist es das Kulturangebot in jeglicher Hinsicht? Ist es die herausragende Architektur? Also fühlt man sich einfach gut, weil die Architektur, die symbolisiert was, man spricht über sie.
sind es spezielle Plätze, wo man sich auch identifiziert mit dem Ort. Man hält sich sehr gerne an diesen Orten auf, weil einfach die räumliche Disposition stimmt oder das Angebot. Oder sind es zentrale Parke inmitten einer Stadt? Oder ist es der Straßenraum? Er ist geklärt, er ist klar, die Führung ist, also die Personenführung ist klar, die Organisation mit dem Verkehr, er ist belebt, er ist schön gestaltet. Oder ist es gleichzeitig die Nähe zur Natur von der Stadt aus? Ist es das vielseitige Freizeitangebot? Ist es der bezahlbare Wohnraum? Wer kennt dieses Gebäude? Gut, Kalkbreite. Ist es der kurze Arbeitsweg? Also ich kann zu Fuß oder mit dem Microscooter kann ich zur Arbeit gehen oder jetzt, wenn Sie in der Stadt wohnen, an die ETH. Oder brauche ich da stundenlange Pendlerzeit? Nun, können Sie sich mit dem identifizieren? Mit gewissen Themen, was Attraktivität einer Stadt ausmacht? Nein, Sie machen so. Was haben Sie noch für andere Ansichten? Sie so hinterst? Was für eine Kultur? Also Kultur, was verstehen Sie in dem Sinn unter Kultur? Ja, in allen Aspekten. Also ich meine, es kann lokal sein, eine andere Kultur wie Zürich. Und wenn ich dann nach Asien gehe, ist diese Stadt natürlich ganz anders wie hier. Okay. Mhm. Okay. Ja, absolut. Absolut richtig. Sonst noch? Ja. Ja, Einsamkeit, also das kann die wunderschönste Stadt sein, aber wenn man einsam ist oder das Beziehungsgeflecht nicht da ist, schwierig. Dichte. Was heißt das? Hohe, tiefe, mittlere oder die richtige? Genau. Gut. Warum ist, Andrea, Andrea hat es gesagt, hohe Dichte ist gut. Warum? Weil genau eine hohe Dichte, also die muss natürlich noch ein bisschen qualifiziert sein, ermöglicht eben all diese Attraktivitätsthemen. Oder? Wenn wir keine Dichte haben, dann funktionieren all diese Themen einfach nicht wirklich. Nun, wie sieht es denn in der Realität aus? Die Schweiz ist ein Volk von Pendlern. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst war, aber 90% aller erwerbstätigen Schweizer, das sind 4 Millionen Schweizer, pendeln täglich. Also eine Völkerwanderung täglich, am Morgen und am Abend. Und also man muss aber sagen, also Pendeln heißt schon per Definition, ich verlasse die Wohnung oder das Haus. Jetzt kann man aber sagen, ja, okay, also das macht ja eigentlich jeder. Fast niemand arbeitet ja immer wieder mehr. Aber man kann sagen, von diesen 90% sind 71% verlassen die Wohngemeinde. Das heißt, Tatsache ist, dass eigentlich fast niemand mehr dort arbeitet, konsumiert und Freizeit verbringt, wo er wohnt. Und die meisten, die diese Wohngemeinde verlassen, brauchen das Auto. Die Mehrheit. Schon unglaublich. Und jetzt haben wir aber vorher gesehen, ja, eigentlich kurzer Arbeitsweg, das wäre ja eigentlich unglaublich eine Attraktivität und auch eine Qualitätssteigerung im Leben. Zu was führt diese ganze Pendlerei? Natürlich zu sinnlosem Stau. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist etwas, was mich wahnsinnig macht. Das ist so absolut die sinnloseste Zeit, die man dann verbringt. Es führt zu weiterem Straßenausbau, weil schließlich pendeln ja alle, also baut man noch mehr Straßen. Alles nur immer punktuell natürlich. Gesamtheitlich denken ist immer ein bisschen heikel in der Schweiz. Der CO2-Ausstoß wächst heiter weiter, obwohl wir uns ja Ziele gesetzt haben.
Es führt zu sozialen Auswirkungen, also sagen wir jetzt mal, die Luft ist schlecht, man wird gestresst, man steht eben im Stau, man kommt zu spät, es hat zu viele Leute. Zu was führt das in der Stadt selbst? Schöne Straßenräume sind zugeparkt, weil man braucht einfach meistens das Auto oder man will es haben. Es gibt die Einkaufszentren am Siedlungsrand, weil dort ist die Fläche noch nicht so teuer. Also da muss man ja auch wieder das Auto nehmen. Und das werden dann solche Unorte, die eigentlich durchs Auto angetrieben werden. Keine Qualität, keine Identifikation. Es gibt so halt dann Plätze, so Restplätze, weil es wird halt, jeder baut irgendwie und dann gibt es so Restplätze, die aber an sich überhaupt nicht überprüft wurden und auch null Aufenthaltsqualität bieten. Dann braucht es ständig Schulprovisorien, weil wir wachsen ständig und es gibt aber, man hat zwar so eine Schulhausplanung, aber dann mit unserem demokratischen System wird das wieder alles sehr in die Länge gezogen und mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel ich kenne, 20 oder mehr Schulhausprovisorien, die aber Provisorien sind seit 20 Jahren. Also die bleiben dann einfach auch. Dann leerstehende Wohnungen. Was schätzen Sie aktuell, wie viele leerstehende Wohnungen gibt es in der Schweiz? Wie? Absolut. Eine Zahl. Da blamiert sich keiner. Okay, andere Vorschläge? Wie viel? Okay, und noch? Hab noch? Okay. 70. Über 70.000. Das ist in den letzten 4 Jahren ganz rasant angestiegen, diese Zahl. Und ich komme nachher noch genau dazu, warum das eigentlich so ist oder woher rührt das, oder? Aber man baut halt an den falschen Orten. Das heißt, niemand will dort leben und das führt dann halt dazu, dass eine Siedlung gebaut wird und niemand zieht ein. Das sind dann fast so Geisterorte. Oder halt leerstehende Erdgeschosse. Oder die Bau- und Nutzungsplanung sieht ja vor, weil sie es ja vor 50 Jahren wussten, da im Erdgeschoss braucht es dann Gewerbe. Ob jetzt das nachgefragt wird oder nicht, oder ob das jetzt die richtige Straße ist oder nicht, aber es wird verlangt. Oder? Und das führt dann halt dazu, dass man dieses Gewerbefläche baut, aber steht dann halt leer. Gut, warum kam es dazu, weshalb und wieso? Erlauben Sie mir dazu einen Rückblick oder einen Blick in die Vergangenheit, von der Geschichte her betrachtet. Die Schweiz ist der einzige europäische Staat, der aus einem Zusammenschluss von ländlichen und städtischen Kernen entstanden ist. Also nicht zentral gewachsen von einem Ort nach außen. Und insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg empfand man das als die geistige Landesverteidigung. Was heißt das? Man wollte das stärken, diese Eigenheit, dass man sagt, wir haben Berge, Seen, guten Boden, fruchtbaren Boden, das macht die Schweiz aus, also das Anti-Urbane bewusst, das wollte man stärken und auch erhalten. Das zeigt sich auch in der Geschichte Heidi, die bestimmt, so viel jünger sind Sie es nicht, also ich nehme an, das kennen Sie noch, diese Geschichte von Johanna Spyri, die wurde, glaube ich, 1860 oder so geschrieben. Dort ist ja ganz klar das zu erkennen. Also das Land, das macht gesund, macht glücklich, es ist frei, es ist natürlich. Ganz im Gegenteil zur Stadt, die ist künstlich, sie macht krank, sie ist stinkend und eben nicht von der Natur her gegeben. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg setzt das Wirtschaftswachstum ein. Es wurde unglaublich viel produziert. Die Automobilindustrie, die wuchs in 20 Jahren um 700%, also das war so einfach und die Devise lautete vorwärts, ohne genau zu wissen wohin, aber einfach jetzt geben wir Gas.
Da wurde einfach ohne Grenzen weitergemacht und im Grunde genommen kann man sagen, in keinem Jahrzehnt wurde so viel in die natürliche Umwelt eingegriffen, so tiefgreifend. Dann kam natürlich dann das Bevölkerungswachstum, extrem schnell. Das heißt, man wuchs sehr schnell und man baute sehr unkontrolliert. Das führt eigentlich zu dem, was wir heute als Siedlungsbild erkennen. Das sagte schon Armin Meili, Politiker und Architekt, der sich einfach, der meinte, und weiter wuchert der Krebs der Verhüselung und mit der Zustimmung der Behörde geht diese Sauordnung ständig weiter. Also schon damals hat man eigentlich erkannt, wie da planlos gebaut wird. Dies wiederum führte natürlich zum Ausbau des Nationalstraßennetzes. Wie der Name schon sagt, das Nationalstraßennetz wird national bestimmt, also vom Bund auf Bundesebene, absurderweise die Raumplanung nicht. Die Raumplanung ist kantonal geregelt. Das lässt auch erklären, warum dann damals dieses Straßennetz, das wurde einfach festgelegt ohne Abstimmung mit der Raumplanung und hat es dann später gemerkt. In den 90er Jahren wurde die S-Bahn ausgebaut und zwar massiv und absurderweise, also die ganze Gesellschaft wurde extrem mobil, nur absurderweise sesshaft gleichzeitig. Was heißt das? Den Wohnort wechselt man nicht mehr so schnell, aber der Arbeitsort oder so, eben die Pendlerei wurde geboren. Da möchte ich Ihnen ein kurzes Beispiel geben. Pendlerkosten, oder? Also, Sie wohnen in der Stadt, nein, Sie arbeiten in der Stadt. Sie haben einen total guten Job, in einem total lässigen Architekturbüro, vielleicht bei Schlocker Eberle. Und Sie möchten gerne auch dort wohnen. Oder? Kurze Arbeitswege, Stadtleben, nicht so schlecht in Ihrem Alter. Dummerweise aber ist die Bauzonenordnung sehr restriktiv. Das heißt, die Nachfrage ist zwar da, aber man kann einfach nicht mehr bauen. Also, was tun Sie? Sie haben etwa 2000 Franken zur Verfügung für die Wohnungsmiete pro Monat. Also gehen Sie ein bisschen in die Agglomeration schauen. Okay, was kriege ich da? Oder noch weiter aufs Land. Kriege ich da eine Wohnung für 2000 Franken? Hat sogar solche für weniger. Jetzt müssen Sie aber natürlich die Pendlerkosten dazu rechnen. Oder? Jetzt sagen Sie, ja, das mit meinem GEA oder so ist es egal. Aber rein theoretisch kommt zum Mietzins die Pendlerkosten dazu, die Pendlerkosten. Das heißt, Sie ziehen so weit nach außen, bis Sie die Balance finden von einer günstigeren Wohnung plus Pendlerkosten, dass Sie wieder bei Ihrem Budget angelangt sind, oder? Und das führt eben dazu, die S-Bahnen werden weiter ausgebaut. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, wo Sie genau wohnen, wenn Sie in der Stadt arbeiten. Die S-Bahn löst es. Und man hat Nachforschung gemacht, die Zeit ist viel wichtiger als der Preis mittlerweile. Also wenn man nimmt gerne die Zeit, weniger Zeit zum Pendeln in den Kauf. Das einfach, dass Sie ein bisschen Zusammenhänge verstehen. Auch ein wirtschaftliches Thema. Gut, also die Zersiedlung wird somit genährt. Wieso? Eben, man kann nicht mehr in der Stadt wohnen, weil es einfach, die Bodenpreise sind derart in der Höhe, das kann man sich gar nicht mehr leisten. Also drängen alle raus aufs Land und dort ist die Nachfrage da. Und dort gibt es auch ganz viel Bauland noch, das noch nicht verbaut ist. Also, da so ein bisschen die Zusammenhänge zu zeigen. Komischerweise, oder, in der Bundesverfassung ist seit den 70er Jahren gibt es einen Artikel, der sagt, der Raumplanungsartikel, wir müssen haushälterisch mit dem Boden umgehen. Seit den 70er Jahren. Bis heute tun wir es eigentlich nicht, obwohl es in der Bundesverfassung ist. Gut, zu was führte das? Spätestens in den 60er Jahren zu den beliebten, farbenfrohen Bau- und Zonenordnungen. Ich habe da nur ein Beispiel, ich weiß nicht mal, welcher Ort das ist. Der hat über 30 verschiedene Zonen. Ist jetzt nicht ungewöhnlich, oder? Also man fragt sich dann, das wurde ja
Ganz früher, bevor die Zonenpläne entstanden sind, hatte man nur Siedlungsgebiet und Nicht-Siedlungsgebiet festgelegt, weil das hat mit Gefahren zu tun gehabt. Also gibt es da Bergsturzgefahr oder so. Und dann mit der Zeit musste man natürlich auch aus hygienischen Gründen etwas besser regeln, wo kommt die Industrie, wo kommt Gewerbe, so alles kann man verstehen, wieso das so geordnet wurde. Es braucht auch eine gewisse Ordnung. Ob es jetzt 30 Zonen sein müssen und ob ich jetzt eine WG3 oder eine W habe, also WG3 heißt Wohnen mit Gewerbe im Erdgeschoss oder nur eine Wohnzone, das führt dann ebenso zu Auswüchsen, die man nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Gut, dann endlich ein erster Lichtblick, 2014 das neue Raumplanungsgesetz. Ist das Ihnen ein Begriff? Okay, also man kann sagen, mit diesem Raumplanungsgesetz wurde die dritte Phase der Raumplanung oder der Siedlungsentwicklung eingeläutet. Wissen Sie, welche 3 Phasen das sind? Also Phase 1 war quasi Bauen auf der grünen Wiese, keine große Restriktion. Phase 2 war Entwickeln von Industriebrachen, die mitten in der Stadt lagen, oder? Magareal, hinten dran, wo da Mobimo Tower und so weiter. Kennen Sie alle, oder? Das war so Phase 2. Und jetzt Phase 3 heißt im Grunde genommen, wir müssen verdichten nach innen. Das ist die Phase 3. Man kann nicht mehr nach außen, weil das Raumplanungsgesetz sagt, stopp jetzt, wir können nicht mehr einfach Bauzonen erlassen, neue, also Einzonen von Landwirtschaft auf Bauzone, mit dem müssen wir aufhören. Ihr müsst zuerst nachweisen, geht es wirklich nicht anders. Also das ist ja der jetzige Auftrag der Kantone oder dann respektive an die Gemeinde. Gut, und ich habe es vorhin kurz erwähnt, leider unser subsidiäres System von der Schweiz sieht vor, dass die Raumplanung kantonal gelöst wird. Also der Kanton hat die Hauptkompetenz und entscheidet, wie es jetzt in seinem Kanton die ganze Raumplanung weitergeht. Das zeigt sich dann halt, dass die unterschiedlichen Entwicklungsstände, oder alle diese Begriffe, die jetzt endlich mal dann harmonisiert werden sollten. Sie haben vielleicht gelesen vom Kanton Zürich, der darf nicht mehr, ich weiß jetzt nicht genau, einzonen oder auch umzonen. Sibyl, das weißt wahrscheinlich du. Einzonen. Ich darf momentan nicht mehr einzonen, bis die Mehrwertabgabe geregelt ist. Sagt Ihnen etwas, die Mehrwertabgabe? Mehrwertabgabe ist, wenn Sie irgendwo in der Stadt ein sehr zentrales Areal haben und Sie möchten dort mehr bauen, also Ihnen gehört das, und Sie möchten mehr bauen, als ich gemäß Nutzung darf oder Bauordnung. Also gibt es da verschiedene Möglichkeiten mit Wettbewerben und so weiter und so fort. Dann dürfen Sie plötzlich mehr bauen, nicht massiv, aber mehr. Dann kommt mittlerweile, hat man gesagt, gut, ihr habt plötzlich einen Mehrwert auf diesem Grundstück, ohne dass ihr etwas dazu beigetragen habt, was ja auch übrigens nicht ganz stimmt, aber gut. Also müsst ihr den Teil der Mehrwert, der ihr plötzlich bekommen habt, ein Teil davon müsst ihr der Stadt abgeben. Entweder in Form von Gestaltung, Umgebungsgestaltung, Straßengestaltung unten, oder es gibt gewisse, die sagen, ihr müsst gemeinnützigen Wohnungsanteil machen. Also es ist einfach so, tragt bitte etwas bei für die Öffentlichkeit, wenn ihr schon plötzlich mehr bauen dürft, was ja vom Prinzip her nicht ganz falsch ist. Nur der Eigentümer, der gibt natürlich schon ziemlich viel Geld aus. Erstens die Zeit, zweitens Studienauftrag und also ja nicht, dass er nichts dafür tut. Gut, jedenfalls eben, der Kanton Zürich hat bis heute das nicht geregelt, wie er die Mehrwertabgabe regeln will. Deshalb passiert jetzt momentan nichts, was die Einzonung anbelangt. Gut, ein weiterer Punkt ist am Volk vorbeigeplant, obwohl ja eigentlich die Bevölkerung sehr oft abstimmen muss über gewisse Planungskredite und so weiter.
hat man immer noch das Gefühl, ja, das Volk, das ist dann überfordert, das versteht das alles nicht. Aber im Grunde genommen, gerade zur heutigen Zeit, da könnte ja Joris dann was erzählen, kriegt man so viel mit, wie man ohne große Befragung, sondern Apple Watch zum Beispiel, wie verhalten denn sich die Leute generell im Alltag? Wo gehen sie einkaufen? Welchen Weg nehmen sie zur Arbeit? Welches Fahrzeugmittel nehmen sie zur Arbeit? All diese Themen könnte man viel besser analysieren mittlerweile, dass man ein bisschen versteht, was ist denn eigentlich das Bedürfnis der Leute. Das holt man bis heute fast nicht ab. Oder auch die Partizipationsthemen. Dann der tiefe Hypothekarzins seit einem Jahrzehnt beinahe führt natürlich dazu, Sie alle haben eine Versicherung und bald mal eine Pensions- oder Sie haben schon eine Pensionskasse. Die haben Geld von Kunden, also von uns. Und ein Teil dieser Mitgliederbeiträge müssen Sie irgendwo anlegen. Also nicht auf ein Sparkonto, sondern investieren. Und da ist das Sicherste im Grunde genommen die Immobilie. Also entwickeln Versicherungen, Pensionskassen, natürlich auch Banken, müssen dieses Geld einfach investieren. Und jetzt, was passiert? Sie investieren halt dort, was noch geht. Sie würden gerne in der Stadt, weil die Nachfrage ist Gott, aber es geht ja nicht, weil die Bauzotenordnung ja das nicht zulässt. Also, haben wir schon mal gehört, sie bauen auf dem Land, wo alle ja hinziehen, weil es dort noch Land gibt. Und das wiederum führt zu leerstehenden Wohnungen, weil es halt einfach gebaut wird am falschen Ort. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Was könnte man tun? Da wir in den nächsten Jahren noch wachsen werden und gezwungenermaßen in restriktiven Bauzonen, haben das ist zum einen Sibi Welti, sie sitzt da vorne und forscht dazu auch an der ETH, aber mit ihrer Firma Researcher und meine Kollegen und ich, wir haben uns überlegt, wir müssen die Herangehensweise der Siedlungsentwicklung anders machen. Wir möchten es und wir sind der Meinung, wir haben diese andere Herangehensweise ist eine Herangehensweise, die irgendwie logisch nachvollziehbar ist, sehr einfach zu übermitteln. Also wir kombinieren im Grunde genommen Städteplanung, also wirklich, man plant Städte oder plant sie weiter, mit Wissenschaft, indem wir die Qualität der öffentlichen Räume sichern und das Entwicklungspotenzial erhöhen dort, wo es Sinn macht. Könnte man noch ergänzen. Was muss man dazu tun? Und deshalb habe ich eingangs gesagt, ich glaube, das ist die Zukunft, dass Sie diese Mischung von Raumplaner, Städteplaner, Architekten zusammenfinden. Bis heute läuft es nämlich so, dass es eine lineare Zusammenarbeit ist. Man hat die Verkehrsplaner, die sagen mal, wir haben Verkehr, wir planen jetzt mal die Straßen. Oder Kreisel. Es gibt sehr oft Autobahnen, Sie kennen das Y, oder? Die Autobahn Einfahrt, Ausfahrt bei Zürich, die abgeschnitten ist. Solche Themen gibt es zuhauf in der Schweiz. Fehlplanung. Irgendwann mal hat ein Ingenieur Verkehrsplaner gedacht, wir tendenziell wachsen wir und alle werden das so machen und diesen Weg fahren. Gut, also der hat mal bestimmt, dann kam der Raumplaner, musste dann quasi die Raumplanung an die Verkehrsplanung anpassen. Es ist also eigentlich immer ein Schritt danach. Dann kam vielleicht noch der Geograf, der auch noch, die Raumplaner sind ja sehr oft auch mit geografischem Hintergrund. Und erst dann, allenfalls, kamen Stadtplaner, wobei Stadtplaner in der Schweiz ist fast ein Widerspruch, den gibt es ja eigentlich auch von der Ausbildung nicht wirklich in der Schweiz, ehrlich gesagt. Wir haben bis jetzt das auch nicht wirklich anwenden können als Architekt, die Städteplanung. Aber dann kam dann irgendwann doch noch der Architekt, der musste dann noch irgendwie das aufhübschen und irgendwo das Schlimmste verhindern. Und dann noch der Umgebungsplaner oder Bauherren sagen der Gärtner.
So kann man sagen, ganz überspitzt gesagt, läuft bis jetzt die Raumplanung. Und was schlagen wir vor? Das muss viel interdisziplinärer sein. Oder? Man muss, diese unterschiedlichen Kompetenzen müssen wieder viel mehr übergreifend sein, weil es ist wie alles im Leben nicht das eine nach dem anderen. Alles steht in einer gewissen Abhängigkeit. Das heißt, man könnte aber schon sagen, man kann es in gewisser Weise die Chronologie schon ein bisschen ändern. Ich würde mal sagen, man könnte den Freiraumplaner nehmen. Und Freiraum heißt wirklich Raum, also nicht die Parzelle. Raum, die Landschaftsräume, die Gewässer. Was macht ein Ort aus? Und dann langsam bis in den Kern hinein, dann der Stadtplaner muss ein Konzept haben, wo soll die Stadt sich hinbewegen. Dann Wissenschaftler, weil wir vieles mit Datenerhebungen heute vereinfachen können. Wir haben viel mehr Erkenntnisse, das muss einfließen. Dann braucht es sowieso auch den Raumplaner, weil durch die ganze Gesetzgebung, die wir hoffentlich bald anpassen können, weil so wie sie jetzt ist, glaube ich, ist die Zukunft schwierig. Und dann kann dann von mir aus irgendwann noch der Verkehrsplaner. Nein, das muss natürlich alles, das auch dieses Symbol, das muss gleichzeitig ineinander fließen. Unser Produkt oder unsere Methodik nennt sich Urban Vision 4.0. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir sind eigentlich jetzt in der Siedlungsphase 3 und wir sagen, wir sind schon eine weiter. Ein bisschen, es klingt aber auch besser, sagen wir mal so. Wir haben zusammen mit Sibyl Grundsätze entwickelt, die wir glauben, sind zentral zu wissen und zu verstehen, damit eine Stadt oder ein Ort überhaupt funktioniert. So als Überblick, zum einen geht es um die Dichte, Mix, Qualität, eine Vision haben und dann der Umsetzungsprozess dieser Vision. Gut, was ist unter Dichte zu verstehen? Wir reden nicht von Gebäudedichte, sondern von Bewohnerdichten. Und Sibyl hat herausgefunden, wenn man jetzt die ganze Schweiz mal analysiert, dass es braucht, damit ein Ort funktioniert. Was heißt funktioniert? Sie haben Geschäfte, sie haben Restaurant, Gewerbe zum Teil, aber sagen wir jetzt mal Geschäfte und Lokale. Damit die funktionieren, brauchen die eine Frequenz von Leuten, von Kunden. Und eine Frequenz von Kunden bedeutet eine Dichte. Das heißt, damit ein Ort, eben diese Geschäfte nicht leer stehen und wieder eingehen und es kommt wieder was Neues oder nur noch Hair- and Nail-Studios da aus der Erde wuchern, braucht es diese Dichte von 200 Bewohnern pro Hektare. Bemessen in einem Umkreis von 500 Meter. Was hat diese 500 Meter zu tun? Zum einen kann man sagen, alle 500 Meter, also 500 Meter ist eine Distanz, die der Mensch bereit ist, zu Fuß zu gehen. Länger nicht mehr. Das geht etwa so 9 bis 10 Minuten, je nachdem, wie man zu Fuß ist. Das heißt, innerhalb von diesem Radius macht es Sinn, man muss immer diese Dichten auf diesen Radius beziehen. Und bestenfalls ist dieser Radius angesetzt bei öffentlichen Verkehrsmittelhaltestellen. Weil am Land draußen werde ich diese Dichte nie erreichen. Interessiert uns auch nicht. Also wir reden wirklich von urbanen, zentralen Lagen. Der zweite Punkt ist der Mix. Oder? Also angenommen, wir haben jetzt diese Dichte von Bewohnern erreicht, behaupten wir, damit wir keine Schlafstadt oder reine Bürostadt haben, wir brauchen, ich habe gehört, wir machen durch. Ist das gut? Gut, ich rede dann schneller, dann sind wir schneller fertig. Damit diese Dichte auch funktioniert, brauchen wir auf 2 Bewohner eine Vollzeitstelle. Wie kommt man auf diesen Mix? Also Bewohner, das sind ja auch Kinder und Pensionierte. Und man kann sagen, all diese in der Summe zusammengezählt sind immer pro 2 Personen braucht es eine 100% Stelle. Also nicht beirren lassen von Teilzeitstellen. Man muss 100% Stelle. Hat man mal das verstanden?
geht es um die Qualität. Oder? Was macht ein Ort noch aus? Vorher haben wir jetzt gehört, es sind rein faktische Themen, die beweisen, wann funktioniert ein Ort und welcher Mix. Und jetzt geht es aber um die Qualität. Wir haben eingangs gehört, was macht denn eine Stadt attraktiv? Es sind unter anderem die Räume.